Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen und extrem brisanten Episode. Bevor wir in dieses kontroverse Thema eintauchen, drückt sofort den Like-Button, abonniert diesen YouTube-Kanal, lasst unbedingt einen ausführlichen Kommentar da und teilt diesen Podcast mit wirklich jedem, den ihr kennt. Wir müssen den Algorithmus schlagen, um die nackte Wahrheit zu verbreiten. Heute reden wir über ein Thema, das in westlichen Gesellschaften unglaublich gerne romantisiert wird: die angebliche Vereinbarkeit von Islam und modernem Feminismus. Einige Aktivisten behaupten tatsächlich mit voller Überzeugung, dies sei eine absolut frauenfreundliche und progressive Religion. Aber wir sind hier, um uns die echten Fakten anzusehen, radikal, scharfzüngig und völlig ohne Tabus. Es gibt Leute, die euch erzählen wollen, dass alles friedlich und gleichberechtigt abläuft, während die Realität völlig anders aussieht. Wir werden die fundamentalen historischen Texte messerscharf analysieren, um diese gefährlichen westlichen Mythen endgültig zu entlarven. Lasst uns direkt in die echten Bücher schauen und sehen, was wirklich geschrieben steht, fernab von jeglicher politisch korrekter Beschönigung. Man hört oft von verblendeten Apologeten, die Frau sei eigentlich eine Königin, doch schauen wir direkt in die Schriften. Es wird explizit und unmissverständlich gesagt, dass Männer eine Stufe über den Frauen stehen. Ein sehr oft zitiertes Gebot erlaubt es den Ehemännern ausdrücklich, ihre Frauen zu schlagen, wenn sie auch nur Arroganz oder Ungehorsam befürchten. Zuerst soll man sie ermahnen, dann im Ehebett konsequent meiden und schließlich physisch schlagen. Das ist absolut kein Missverständnis oder eine Fehlinterpretation. Schauen wir als Beweis in das Buch Sirat Rasul Allah bei Ibn Ishaq. If they commit it, Allah permits you to exclude them from your beds and to beat them with moderation. Man darf sie also ganz offiziell schlagen. Wie kann das auch nur ansatzweise mit modernen feministischen Werten vereinbar sein? Gar nicht? Es ist schlichtweg eine klare Hierarchie der brutalen Unterdrückung, die hier raffiniert als göttliches Recht verkauft wird. Ein absoluter Albtraum für jeden, der an echte menschliche Gleichberechtigung glaubt. Noch viel absurder und ungerechter wird es, wenn wir uns die rechtliche und finanzielle Stellung der Frau in diesem System ansehen. Mädchen oder Frauen haben gesetzlich nur Anspruch auf exakt die Hälfte des Erbes, das Männer oder Jungen erhalten. Warum ist das so? Weil Frauen in dieser Ideologie offenbar nur halb so viel wert sind wie Männer. Auch die offizielle Zeugenaussage einer erwachsenen Frau ist vor Gericht nur halb so viel wert wie die eines Mannes. In den alten Schriften wird das ganz offen mit einer angeblichen Schwäche oder einem gravierenden Mangel an Verstand der Frau begründet. Wieder schauen wir zur Bestätigung in das Buch Sirat Rasul Allah bei Ibn Ishaq. The Quran specifically states that women are inferior to men. Es steht dort wirklich schwarz auf weiß geschrieben, dass Frauen minderwertig sind. Das ist keine schlechte westliche Übersetzung oder eine bloße Metapher. Das ist die feste Basis dieses gesamten gesellschaftlichen Systems. Ein weiteres massives und zutiefst erschreckendes Problem ist die Sklaverei, speziell die institutionalisierte Sexsklaverei. Es wird behauptet, man dürfe zwar keinen Sex mit verheirateten Frauen haben, aber es gibt eine Ausnahme: mit denen, die man im Krieg als Sklavinnen erbeutet hat. Selbst wenn diese gefangenen Frauen bereits lebende Ehemänner haben, sind sie als sexuelle Beute freigegeben. Das Buch Sirat Rasul Allah bei Ibn Ishaq bestätigt dies völlig gnadenlos und direkt. Women slaves may be taken as concubines. Und weiter heißt es dort: A man may have 4 wives and any number of concubines, but all his wives must be treated equally. Jeder, der heute noch behauptet, diese Religion sei irgendwie feministisch, ignoriert bewusst die historische Tatsache, dass das Besitzen von weiblichen Sklavinnen als völlig rechtmäßig angesehen wird. Es geht hier nur um den totalen patriarchalen Besitz und die absolute Kontrolle über den weiblichen Körper. Bevor wir mit diesen schockierenden Fakten weitermachen, hier ein kurzer Reminder: Wenn euch diese knallharten Analysen die Augen öffnen, dann abonniert genau jetzt den Kanal. Gebt dem Video sofort ein dickes Like, schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt diesen Podcast. Eure Unterstützung ist extrem wichtig. Kommen wir nun zur Ehe. Es wird gelehrt, dass eine Frau ihrem Ehemann immer und jederzeit sexuell zur Verfügung stehen muss. Weigert sie sich auch nur einmal, wird sie angeblich bis zum nächsten Morgen von Engeln verflucht. Das moderne Konzept der Vergewaltigung in der Ehe existiert hier einfach nicht, denn der Mann hat ein unumstößliches, verbrieftes Recht auf ihren Körper. Im Buch Sirat Rasul Allah bei Ibn Ishaq heißt es dazu extrem treffend über die Frauen: You have taken them on trust from Allah, and they are yours by the grace of Allah. Frauen sind quasi pures Eigentum, ein göttliches Geschenk für den Mann zur freien Verfügung.
Wer hier ernsthaft von Freiheit spricht, macht sich selbst komplett etwas vor. Diese gefährlichen Doktrinen sind keine verstaubte Theorie aus der Vergangenheit. Sie haben massive und brutale Auswirkungen auf die heutige reale Welt, wie wir es tagtäglich beim iranischen Regime sehen. Umfragen von großen Organisationen wie UNICEF und Pew Research zeigen ein erschreckendes, weltweites Bild. In vielen dieser Länder glaubt eine überwältigende Mehrheit der Frauen und Männer, dass ein Ehemann völlig im Recht ist, wenn er seine Frau körperlich schlägt, etwa wegen verbranntem Essen oder wenn sie ohne Erlaubnis das Haus verlässt. In Afghanistan sind es beispielsweise unfassbare 92% der Frauen, die das selbst rechtfertigen. Die Diktatoren im Iran nutzen genau diese heuchlerischen Texte, um Frauen auf der Straße für ein falsch sitzendes Kopftuch zu ermorden. Die große Mehrheit fordert unmissverständlich, dass eine Frau ihrem Ehemann absolut immer gehorchen muss. Wer im Westen bequem vom Sofa aus behauptet, Kritik an diesen grausamen Zuständen sei nur Rassismus, verrät ironischerweise genau die Millionen Frauen, die unter diesen autoritären Regimen jeden Tag massiv leiden müssen. Betrachten wir abschließend den globalen Gender Gap Index, sehen wir klar, wie westliche Länder im Vergleich zur islamischen Welt abschneiden. Die westliche Welt ist auf der Karte meist grün, was für mehr Gleichberechtigung steht, während die islamische Welt tiefrot gefärbt ist, was massive Ungleichheit bedeutet. Dennoch solidarisieren sich einige westliche sogenannte Feministen mit diesen regressiven Ideologien und verteidigen sie vehement. Das ist absurd, heuchlerisch und gefährlich. Wir müssen aufhören, diese systematische Unterdrückung politisch korrekt zu relativieren. Die alten Texte sind absolut eindeutig, die Fakten sind schonungslos. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht unser Ziel. Liegt diesen Podcast, lasst einen Kommentar mit eurer Meinung da, abonniert den Kanal und teilt diese Episode überall auf Social Media. Nur so können wir diese Ignoranz bekämpfen. Bleibt kritisch, bleibt radikal ehrlich und lasst euch niemals diesen Unsinn einreden. Bis zum nächsten Mal.